Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, ich war ein paar Tage im Urlaub, ich habe ein bisschen relaxed und dementsprechend gab es ein paar Tage kein neues Video. Und ich hole jetzt das nach, was ich zeitweise auf Instagram schon so ein bisschen angeteasert hatte. Denn ich stelle euch in dem heutigen Video 5 tolle Parfums für einen unvergesslichen Sommerabend vor. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Kandidaten, nämlich mit Enigma als Parfum-Cologne-Variante von der tollen Nischenmarke Roger Parfums. Ja, schaut euch den tollen Flakon an. Es ist handmade, also handgemacht, wirklich hochwertiges Glas, ein richtig toller, schwerer, massiver Deckel. Also gefällt mir persönlich sehr. Ja, Enigma als Parfum-Cologne-Variante. Es wird ja oft als Cherry Coke Parfum beschrieben. Ich sehe das ähnlich. Stellt euch ein Glas voller Eiswürfel vor. Ihr kippt in dieses Glas eine eisgekühlte Cherry Coke. Und dieser sprudelige Geruch, der da aufsteigt, geht für mich so ansatzweise auch in die Richtung von diesem Parfum. Wir haben eine frische Kopfnote durch die Bergamotte. Die zieht sich natürlich dann im Laufe des Duftverlaufes zurück. Ich muss aber sagen, dass diese Zitrik immer mal wieder aufkommt und eigentlich auch den ganzen Duftverlauf über präsent ist. Natürlich nicht mehr so intensiv wie in der Kopfnote, aber es bleibt durchaus frisch. Und aber die Mainplayer sind hier ganz klar Cognac, Tabak und Vanille und ein paar Gewürze. Also es ist so ein alkoholisches, würziges, süßes Parfum mit so einer Frische eben durch die Bergamotte. Das ist für mich wirklich so ein ideales Parfum für so einen Sommerabend. Also stellt euch eine Rooftop, eine Open-Air-Bar vor und ihr tragt dieses Parfum, ihr genießt den einen oder anderen Drink. Das ist irgendwie für mich so das ideale Parfum dafür. Oder auch, ihr zieht im Sommer durch die Clubs oder ja, seid im Restaurant, in der Cocktailbar, wie auch immer. Also da passt meiner Meinung nach Enigma ja wie kaum ein anderes Parfum. Man kann es natürlich auch bei sehr, sehr hohen Temperaturen tagsüber tragen, aber ich sehe es tatsächlich eher so an einem lauen Sommerabend, also wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Haltbarkeit ist sehr, sehr gut, auch wenn es eben so die Parfum-Cologne-Variante ist. Ich komme hier mindestens auf 9 bis 10 Stunden. Die Sillage ist auch wirklich gut. Es ist immer präsent, man wird wahrgenommen, man wird auf dieses Parfum angesprochen, man bekommt Komplimente. Also wirklich eine ganz klare Empfehlung. So, und dann kommen wir zum zweiten Parfum, zu 40 Knots der Marke Xerjoff. Ja, schaut euch den tollen Flakon an. Join the Club Collection, das typische blaue Design. Ja, es ist einfach, ich wiederhole mich zwar, aber Xerjoff Qualität, absolut top verarbeitet, alles wirklich sehr hochwertig, gefällt mir wirklich sehr. So, ja, 40 Knots wird von einigen als sehr frisches Parfum beschrieben. Das sehe ich persönlich anders. Ich habe es auch schon mal in meinem Top 10 Xerjoff Video, blende ich euch gerne mal ein, gesagt. Für mich ist es eher ein frisch, würzig, süßliches Parfum. Natürlich hat es eine gewisse Frische durch die maritimen Noten, durch die Meeresbrise, durch die salzige Note. Aber für mich ist einer der Mainplayer eben die Honignote. Und dadurch verliert es meiner Meinung nach eben so an Frische und wird eher so würzig, ja, süß. Und das meine ich überhaupt gar nicht negativ. Es ist einfach nur so mein Empfinden. Es ist frisch, ja, aber tendenziell für mich eher so würzig, süßlich. Aber es ist ein ganz wundervolles Parfum. Auch das ist für mich so das ideale Parfum für so einen Sommerabend. Ihr wart den ganzen Tag am Strand, geht dann abends kalt duschen, tragt euch dann 40 Knots auf und geht dann in die Clubs, in die Bars, seid auf den Straßen unterwegs. Die Duftaura ist ganz wundervoll, diese salzige Note wird vom Umfeld wahrgenommen. Dann durch die Honignote ist es aber eben auch so würzig und süßlich, also wirklich ideal. Es ist mit eben für mich so das beste Parfum für einen tollen Sommerabend. So, und der nächste Kandidat ist Reflection Man der Marke Amouage. Ich denke, dass das Design mittlerweile bekannt ist. Schwerer, massiver Magnetdeckel, tolles, hochwertiges Glas, also gefällt mir bis heute noch. Ja, und es ist tatsächlich schon 15, 16 Jahre alt. Die Zeit rennt, aber für mich ist Amouage's Reflection Man immer noch einer der tollsten Nischenparfums überhaupt. Also das, was Amouage da damals
mit Reflection Man ins Leben gerufen hat, ist für mich einmalig. Eine unfassbar tolle DNA, die wirklich nahezu jedem gefällt. Also ist, glaube ich, mein dritter oder vierter Flakon. Ich habe für dieses Parfum so viele Komplimente bekommen. Ich wurde so oft auf dieses Parfum angesprochen. Es gefällt nahezu jedem, egal ob jung, ob alt, Männlein, Weiblein, egal zu welchem Anlass. Ihr könnt dieses Parfum immer tragen und es kommt immer wirklich sehr, sehr gut an. Es ist blumig, aber hat für mich trotzdem noch, ja, so einen maskulinen Touch. Also es ist nicht zu blumig. Es ist würzig, es ist auch schön frisch, also einfach eine ganz, ganz tolle DNA, die ja eben gefühlt jedem gefällt. Und auch das ist für mich so ein perfektes Parfum für einen Sommerabend. Also ihr geht abends aus, ihr habt vielleicht ein schickes Hemd an und habt dann Reflection Man drauf. Ihr geht schick und lecker essen und danach noch in eine Cocktailbar oder ihr seid auch in den Clubs unterwegs. Also mit Reflection Man, glaubt mir das, macht ihr absolut nichts verkehrt. Ganz, ganz im Gegenteil. Es hat eine tolle Duftaura, es wird wahrgenommen, ihr werdet darauf angesprochen. Also wie gesagt, es gefällt nahezu jedem. Es ist bis heute für mich noch ein ganz, ganz tolles Parfum. Und solltest du noch nicht allzu lange in der Nischenwelt unterwegs sein, dann ist es meiner Meinung nach eben auch ein ideales Einstiegs-Nischenparfum. Also besorg dir gerne mal eine Abfüllung und lerne das Parfum kennen. Es wird dir mit Sicherheit gefallen. So, und dann ein eher unbekanntes Parfum, nämlich Slow Explosions der Marke Imaginary Authors. Ich habe dazu auch schon mal ein ausführliches Review gemacht, das blende ich euch hier oben rechts ein, schaut euch das gerne mal an. Ja, es ist ein sehr besonderes Parfum. Also, wir haben ja auf der einen Seite die typische und vor allem sehr beliebte und bekannte Leder, Safran und Rose Kombination. Und dazu haben wir eine richtig tolle, spritzige, grüne Apfelnote. Und das macht das Parfum für mich wirklich sehr, sehr besonders, sehr außergewöhnlich. Ja, eben auf der einen Seite diese bekannte Kombination, aber dazu eben diese wirklich sehr grüne, frische, fruchtige Apfelnote. Und dadurch ist es für mich tatsächlich ein Parfum, was auch ideal für so einen Sommerabend geeignet ist. Ja, ihr seid an der Strandpromenade oder in der City spazieren, ihr sitzt in einer Bar, ihr genießt ein Glas Wein oder trinkt einen leckeren Cocktail und habt dann dieses tolle Lederparfum drauf, was aber durch diese Apfelnote so toll, frisch, fruchtig ist. Also wirklich für mich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Eine super gute Haltbarkeit, man kommt hier mindestens auf 9 bis 10 Stunden durch die Apfelnote. Ist es eigentlich auch stets präsent. Es hat eine sehr, sehr gute Sillage und vor allem ist es eben ein Parfum, was man so von der Duft-DNA meiner Meinung nach noch nicht so oft gerochen hat. Dadurch riecht man irgendwo einmalig und setzt auch ein Statement. Also es ist wirklich eine klare Empfehlung. Schaut euch das Parfum mal an, beziehungsweise besorgt euch mal eine Duftprobe. Es wird sicherlich nicht jedem gefallen, aber es ist so, ja, in dem Video vielleicht dann eher auch so ein kleiner Geheimtipp, aber wirklich ein ganz, ganz tolles Parfum. So, und tatsächlich haben wir noch ein zweites Xerjoff Parfum in dem Video, nämlich Oud Overdose. Auch hier ein tolles Design. Ja, ich wiederhole mich zwar, aber mir gefallen die Glasdesigns, die Qualität der Marke Xerjoff, also wirklich top. So, Oud Overdose, ein wirklich sehr, sehr beliebtes Parfum. Man niest aber hin und wieder mal, ach, langweilig, nichts Besonderes. Das empfand ich so nie. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es mir zu Anfang nicht so sehr gefallen hat, wie es mir mittlerweile gefällt. Also ich fand es schon immer gut, sonst hätte ich es mir logischerweise auch nicht gekauft. Aber im Laufe der Zeit, je öfter ich es getragen habe, umso toller fand ich es dann letztendlich auch. Wir haben hier eine frische Kopfnote durch Zitrone und durch Bergamotte. Eine gewisse Frische bleibt auch den ganzen Duftverlauf über vorhanden. Und das ist auch für mich so mehr oder weniger das Besondere. Denn zu dieser Frische haben wir noch eine richtig tolle Würze. Die Mainplayer ganz klar hier für mich Ingwer und die Tabakblüte. Also Ingwer leicht scharf, würzig, dann so diese fluffige Tabaknote und dazu eben so diese Frische, die da noch mitschwingt. Ja, diese Kombination macht es für mich dann doch sehr besonders. Und man muss ehrlich sagen, Oud Overdose kommt wirklich sehr, sehr gut an. Also das ist ein Parfum,
was ja mich teilweise selbst immer so ein bisschen überrascht und verwundert, denn man wird wirklich häufig auf dieses Parfum angesprochen. Es kommt einfach wirklich unfassbar gut an. Und ja, auch Oud Overdose ist für mich ein Parfum, was ideal für so einen Abend geeignet ist, für so einen Sommerabend. Durch diese Würze, durch diese Tabakblüte, ja, bestens für den Abend geeignet. Trotzdem schwingt eben noch so eine gewisse Frische mit. Also wirklich ein ganz tolles Parfum. Haltbarkeit ist gut, 8 bis 9 Stunden. Die Sillage ist auch gut. Es kommt immer mal wieder hoch. Selbst nach ja, vielen, vielen Stunden nimmt man es immer mal wieder wahr. Und wie gesagt, so die Duftaura, die so um euch mitschwingt, die kommt wirklich gut im Umfeld an. Also ein ganz, ganz tolles Parfum, eine klare Empfehlung. Dann stelle ich wie immer in meinen Videos alle Parfums nochmal zusammen. Hier Oud Overdose, dann haben wir den zweiten Kandidaten von Xerjoff, nämlich 40 Knots. Das tolle Cherry Coke Cognac Parfum Enigma als Parfum Cologne Variante. Ja, ein Klassiker mittlerweile, aber immer noch unfassbar toll und modern. Reflection Man und ein außergewöhnliches Parfum Slow Explosion mit der Apfelnote zu der typischen Leder-Safran-Rose-Kombination. So, und das soll es auch gewesen sein. Ich werde sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal weitere tolle Parfums für einen Sommerabend vorstellen. Aber ich denke, das langt für heute. Ja, geht raus, genießt das tolle Wetter, genießt die Sonne, fahrt an den See, geht abends feiern. Also macht tolle Dinge und genießt den Sommer und das Leben. Ja, und bleibt gesund. Und dann sage ich auch in diesem Zusammenhang nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben die 400 Abonnenten geknackt. Also vielen Dank und bis demnächst.